Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Ja, He-Man hatte Geburtstag gehabt, He-Man hat seinen 40-jährigen Geburtstag gefeiert im Luxor Filmpalast in Bensheim. Ich durfte dabei sein. Was ich dort erlebt habe, möchte ich euch in diesem Video mitteilen. Los geht's! Ja Leute, bevor wir loslegen, möchte ich einmal meinen Dank aussprechen. Mein Dank geht an das Planet Eternia Team, an Heo und an Mattel für die Organisation, für die Ausrichtung des He-Mans Geburtstags, He-Mans 40-jährigen. Ja, das Ganze war ja ein Gewinnspiel. Man konnte Karten für dieses Event gewinnen. Es gab keine Karten im freien Handel zu kaufen. Ich habe bei dem Gewinnspiel mitgemacht, habe ich auf der Planet Eternia Seite gesehen. Und war einer der glücklichen Gewinner. Ich war total geflasht, als ich die Mail bekommen habe, dass ich gewonnen habe, dass ich eingeladen wurde. Und was ich da erlebt habe, Leute, ist Wahnsinn. Ja, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich auch nichts und keinen vergesse. Ich möchte euch auch hier jetzt nicht die Nase lang machen, da ich gewonnen hatte. Ja. Ich möchte halt einfach teilhaben lassen, wie klasse das war und einmal mehr, was die Community halt wirklich bewirken und ja, was sie einem bedeuten kann. Total klasse. Anfangen möchte ich mit dem Kino selbst. Ich streue auch immer mal hier und da ein paar Bilder ein. Ich war noch nie in Bensheim im Luxor Filmpalast, aber das Kino ist Wahnsinn. Ich kenne eigentlich nur diese großen Kinoketten, die halt in jeder Stadt mittlerweile vorhanden sind. Ja, oder in vielen Städten vorhanden sind, in den großen Städten, ja, die so unpersönlich sind und so, ja, so kalt irgendwie, ja, und dieses Luxor-Kino ist genau das Gegenteil. Ich habe da Ausstellungsstücke drin stehen, ja, das blende ich euch, wie gesagt, halt dann ein. Die Leute waren alle super freundlich und es ging dann los mit dem Hemanischen Quartett. Wer kennt das Hemanische Quartett nicht? Ich bin ein großer Fan von den 4 Jungs, ja, von dem Manuel, von dem Sepp, von dem Gordon und von dem Michael, ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, war es das erste Mal wirklich, dass die 4 zusammen live zeitgleich auf der Bühne waren und ein Panel gegeben haben. So hat nämlich die ganze Veranstaltung angefangen. Wir wurden in einen Kinosaal gebracht. Dort wurde eine kurze Begrüßung von Mattel. Ich glaube, das war die Marketingchefin. Mattel war wirklich vor Ort, Leute. Eine kurze Begrüßung gemacht und dann ging es weiter mit dem Hemanischen Quartett. Also die 4 haben wirklich auf der Bühne gesessen und haben performt. Wer das Hemanische Quartett von euch nicht kennen sollte, was ich kaum glaube, wer Planet Eternia nicht kennt, ja, schaut mal auf Instagram, schaut mal auf YouTube natürlich, ja, die tollen Videos, die Jungs machen. Ich glaube, das ist auf Facebook natürlich und sie haben auch eine eigene Webseite und ich glaube, das ist das größte Kompendium von Masters of the Universe, was es überhaupt gibt, was ich kenne. Alles so toll recherchiert und Spaß macht es auch, den zuzuhören, den Leuten. Ja. Also wirklich vielen, vielen Dank nochmal auch für die tollen Gespräche im Nachhinein. Ja. Dann nach diesem Panel wurden wir in den oberen Stock gebracht, sage ich mal, der über den Kinos war. Und dann war da der Veranstaltungsraum. Und da gab es dann ein Buffet, da gab es dann halt verschiedene Stände, wo Künstler Sachen ausgestellt haben. Die Retro-Fabrik war da, Mustafa, Frank, viele Grüße nochmal an euch. War geil, euch mal live getroffen zu haben, mit euch plaudern zu können. Ja, ein paar Anekdoten rauszuhauen, ein bisschen Neuigkeiten von euch zu erfahren. Also wie gesagt, vielen Dank. Wer natürlich auch die Retro-Fabrik nicht kennt, die Retro-Fabrik bringt ja die hat die alten Interpart Masters of the Universe Comics in einem tollen Buch neu aufgelegt und bringt halt jetzt aktuell die alten EHPA Comics unterteilt in 7 Bänden, 3 Hefte immer in einem Band drin raus und liebevoll restauriert in einem Hardcover-Band. Ja, wenn ihr das nicht kennt, ich habe in meinem vorigen Video habe ich ja den neuesten Band, das war Band 5, Duell der Doppelgänger, reviewed. Schaut da mal rein. Nur, wie gesagt, ein großes Lob an euch, ja, für die Arbeit, die ihr euch macht, um uns Fans glücklich zu machen. Vielen Dank. Nebendran, das habe ich allerdings zu spät gesehen und zu spät mitgekriegt, war der Simon Eckert. Simon Eckert ist ein Illustrator, ein Zeichner, nenne ich es mal. Simon, sieh es mir nach, wenn ich vielleicht nicht die richtige Bedeutung jetzt bekannt gebe. Der Simon Eckert, ich muss gerade mal hier runtergreifen, ist zum Beispiel jetzt der Zeichner
das ist das Retrofabrik, Band 5, wovon ich eben gesprochen habe. Und der Simon Eckert hat dieses Cover gezeichnet, Leute. Und wenn ihr das seht, ja, dann würdet ihr wahrscheinlich mir zustimmen, dass ich es sehr, sehr schade fand, dass ich das nicht mitbekommen habe, dass der Simon wirklich da ist. Es war so ein Flash überall, ja. Also ich war in so vielen Gesprächen drin, es hat so viel Spaß gemacht, dass ich den Simon leider übersehen habe, sag ich mal. Ja. Aber das holen wir das nächste Mal nach, Simon. Ich finde es total geil, was du machst. Vielen lieben Dank für deine Zeichnungen, für deinen Beitrag zur Masters of the Universe Welt. Vielen Dank. Apropos Künstler, es waren weitere Künstler da. Simon Soltau. Simosol war da, ja, mit dem habe ich sehr lange gesprochen, ist ein super Typ, ja, und wer kennt ihn nicht, ja, auch er hat natürlich sehr viele Bilder zu den Masters of the Universe gemalt, wirklich auf Leinwand, ja, es gibt dann auch die Posterabdrucke zu kaufen bei ihm und so weiter. Wahnsinn, also ein super sympathischer Kerl. Ja, Simon, auch viele Grüße an dich, hat sehr viel Spaß gemacht, dich wiederzusehen, mit dir zu plauschen. Simon hat auch zum Beispiel Band 4 der Retrofabrik, das Cover dafür beigesteuert. Auch da, wie gesagt, super klasse. Ja? Also deine Motive sind so lebendig, machen so viel Spaß und sind so ein Beitrag zur Masters Community. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und so ging es die ganze Zeit weiter, Leute. Ja? Also wirklich, du bist von einem zum anderen gegangen, ja, du wurdest angesprochen, von hinten, von vorne, von rechts, von links, ja, hast dann geile Gespräche geführt, es war wirklich klasse. Dann habe ich den Nino Ade getroffen. Nino Ade ist ja auch ein Zeichner, der auch Masters Comics oder Geschichten, sage ich mal, rausbringt. Ja, tolle Hefte von Fans, für Fans, der aber auch andere Sachen macht. Ich glaube, vom Nino kamen auch die Spielzeugteppiche. Seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht komplett richtig liege. Das ist gerade ein bisschen improvisiert. Aber ich meine, Nino hat auch diese diese Playset-Teppiche war mit produziert, sage ich jetzt mal, oder Vorlagen gegeben, wo ich halt Castle Grayskull draufstellen kann, wo ich Snake Mountain draufstellen kann, etc. Und wo ich dann halt hier auf dem Teppich da so die Felsen und alles drauf habe. Also Wahnsinn. Nino, auch vielen Dank für dich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, und vielen lieben Dank für dein Werk, was du auch beisteuerst. Und dann war Artefakte der Macht, Motu Fanfiction, der Alex Derra war da, auch mit dem habe ich lange gesprochen. Alex, viele Grüße an dich, war richtig cool. Wir haben uns das erste Mal jetzt hier getroffen, letztes Jahr auf der Los Amigos, beziehungsweise auf der GrayskullCon haben wir uns verpasst, meine ich. Ja. Dieses Jahr war ich ja nicht da, somit jetzt das erste Mal live gesehen, und auch ein super Typ. Und auch hier wiederum, wer Artefakte der Macht, wer Motu Fanfiction nicht kennt, auch das ist wieder von Fans für Fans. Motu Fanfiction macht illustrierte Geschichten, macht Hörspiele, wie gesagt, von Fans für Fans, mit so viel Herzblut, mit so viel Liebe. Ich finde es einfach Wahnsinn. Ja. Hefte in der alten Mattel-Werbeheftform, sage ich mal, so DIN A5, ja, mit Geschichten. Es sind keine Comics, es sind wirkliche Geschichten mit teilweise Bebilderungen und unten drunter Text, wie es halt bei den ersten Minicomics der Fall war. Macht sehr viel Spaß, die zu lesen. Immer wieder geile Geschichten und Neuinterpretationen und so weiter aus unserem Masters-Universum. Und das Artefakte der Macht-Team steuert dann wirklich Artefakte bei. Also wirklich Teile, die inspiriert von den Hörspielen rausgebracht wurden, oder zuletzt auch gab es ja auch das Zauberschwert des Bösen aus den EHPA-Comics, die halt wirklich quasi, ich will nicht sagen Spielzeug, aber doch irgendwie Spielzeug für die Masters of the Universe Figuren rausbringen. Die Zeitschleuder ist vielleicht einem oder anderen noch ein Begriff, auch die habe ich in einem der meiner Videos präsentiert. Wenn ich das Video gerade finde, dann verlinke ich es hier oben noch einmal. Ja, ich finde es einfach Wahnsinn, was ihr macht und wie viel Herzblut ihr da reinsteckt, und man darf halt nie vergessen, das ist alles nur nebenbei. Jeder hat noch ein normales Leben, jeder hat noch eine normale Arbeit von uns, ja, und von euch, und was ihr da wirklich für die Community bereitstellt, ist aller Ehren wert. Hut ab, ja, vielen lieben Dank, Alex, vielen lieben Dank, Alex Streb, und das ganze Team, was da drumherum ist. Ja, vielen lieben Dank, Leute, für eure Arbeit. So, dann das Welt der Meister Magazin war natürlich auch da. Hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen, auf diesem Event beizusteuern. Das Welt der Meister ist ja auch Wahnsinn, was die für Bücher rausbringen zum He-Man, zum Masters of the Universe Realfilm,
Sie haben jetzt zuletzt die Sonderbände rausgebracht zu den Mattel-Werbecomics. Gab es ein Doppelband, also 2 Bände, die ihr alle auf der Welt der Meister Facebook-Seite, Instagram haben sie, meine ich, auch, ja, oder auf www.hordak.de bestellen könnt, ja. Guckt da mal rein, auch die machen einen Wahnsinnsjob, die beiden, ja, also finde ich richtig klasse und vielen Dank auch natürlich an euch. So, der Andi von Strong Vision war da. Andi, Grüße an dich, war richtig geil, dich zu sehen, hat ein paar Figuren und Masters of the Universe Merchandise und so weiter ausgestellt. Ja, Andi ist einer der größten Händler, ich würde fast sagen, in Europa. Ja, mit so viel Motu-Stuff, ja, von Vintage über ja, alles, was es von Motu das Herz begehrt. Auch er war da. Ja, strongvision.de, schaut da auch mal rein. Ja, Andi ist ein richtig geiler Typ. Ja, hat wirklich Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu plauschen. Auch wenn es wie bei vielen halt einfach das Plauschen viel zu kurz war, weil viel zu viel los war, viel zu viel Eindrücke und sowas. Trotzdem, Andi, danke, dass du dir Zeit genommen hast. So, dann war ein YouTuber, nenne ich es mal, oder jemand, der auf YouTube aktiv ist, auch meine Videos schaut. Ich habe leider deinen Namen vergessen. Wenn du das Video siehst, kommentier doch mal hier unten drunter, damit ich weiß nochmal, wer du bist. Da durfte ich mich auf einer Masters of the Universe Origins Battle Armor He-Man Karte verewigen. Ja, er hat da so eine Figur gekauft, hat er gesagt, und lässt da alle YouTuber unterschreiben. Da waren da halt der Petendo drauf, der Motodad drauf, das Planet Eternia Team drauf und so weiter. Und ich durfte mich da auch verewigen. Vielen lieben Dank dafür. Hat richtig Spaß gemacht, meine Unterschrift da abzugeben. Vielen Dank. Und zu guter Letzt, aber aus einem bestimmten Grund zu guter Letzt, der da war, und danach gehe ich über, was ich alles auf diesem Event mitgenommen habe. Der Martin Refour war da. Der Martin, viele Grüße an dich. Martin ist ja der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube derjenige mit den meisten Originalrequisiten aus dem Masters of the Universe Realfilm von 87. Auch er hat hier wieder Sachen ausgestellt, aber wirklich Props und so weiter, die in dem Film verwendet wurden. Er hat eine riesengroße Sammlung zu Hause, auch von anderen Filmen hat er Requisiten, Anzüge, was auch immer alles zu Hause, das halt wirklich in dem Film vorgekommen ist, und ich finde, das ist so geil. Ich habe mich auch lange mit ihm unterhalten, leider viel zu kurz, ja, aber wir haben aber auch über andere Kanäle hier und da mal Kontakt und tauschen uns aus, und der Martin hat mir sowas von Geiles für meine Sammlung mitgebracht, Leute. Ja, das ist Wahnsinn, das ist für mich ein Kindheitstraum pur in Erfüllung gegangen. Was das ist, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Also, ihr müsst dranbleiben. So, kommen wir endlich dazu, das war jetzt ganz schön lange, kommen wir endlich dazu, was ich alles mitgenommen habe. Zum einen, natürlich gab es eine quasi Eintrittskarte, ja, also wirklich ein Badge, was jeder bekommen habe. Hier ist mein Name drauf, ist ja kein Geheimnis. Ja, den habe ich dann mit mir rumgetragen, ein tolles Erinnerungsstück. Ja, das bleibt so in der Sammlung. Dann hatte jeder volljährige Teilnehmer, Gewinner, die Möglichkeit, nochmal ein Masters of the Universe 40th Anniversary 2-Pack zu bekommen. Mit He-Man und Skeletor. Ja, das 2-Pack hat auf dem Event gekostet 90 €, was ich vollkommen okay fand, da es auf der Mattel Creations Seite, bevor es ausverkauft war, glaube ich 80 € gekostet hatte. Ja, also da vor Ort zum Mitnehmen, einmal für jeden, ja, 90 €. Ich habe es nicht gehabt, ich hätte es auch wahrscheinlich, ich habe es auf Mattel Creations verpasst und hätte es mir auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr teuer nachgekauft, weil das ist ja im Preis auch schon gestiegen. Jetzt hatte ich die Möglichkeit gehabt und da habe ich natürlich zugeschlagen, Leute. Ich mache jetzt kein Unboxing davon, da gibt es schon genug Videos auf YouTube, vielleicht reiche ich das nochmal nach. Ich wollte es euch nur zeigen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wie das aussieht. Das habe ich mir mitgenommen. Dann gab es noch eine Geschenktüte. Ja, eine tolle Geschenktüte, die auch Platz in meiner Sammlung finden wird. Und in dieser Tüte war drin, einmal finde ich total toll, ein Origins Poster, wie es früher in den Mattel Werbeheften mit drin war, wo ich unten ankreuzen kann, welche Figur ich schon habe, ja, welche Figuren mir noch fehlen. Auf der einen Seite die Figuren, auf der anderen Seite die Sonderfiguren und Fahrzeuge, ja, die Exclusive Packs und so weiter. Finde ich richtig, richtig toll. Hat mich wahnsinnig gefreut. Dann gab es eine Masters of the Universe Revelation Lunchbox.
Die Box ist ja angehaucht an die 80er, 70er Jahre Lunchboxen, die es in den USA gab. Die waren ja bei uns nicht ganz so, glaube ich, bekannt. Ja. Wie ihr wisst, Revelation sammle ich nicht oder nicht mehr. Nichtsdestotrotz, diese Box bleibt in der Sammlung, weil es eine Verbindung zu der Geburtstagsfeier ist. Und deswegen wandert die auch in meine Sammlung. Das war aber noch nicht alles, weil die Box ist nämlich nicht leer. In der Box ist etwas drin, die öffne ich jetzt mal. Und wir haben da drin, ich zeige euch erstmal das Ganze, das neue offizielle Mattel-Werbeheft. Ja, da gehe ich vielleicht auch in einem separaten Video nochmal drauf ein. Ja, ein Mattel-Werbeheft, wie es früher in den 80ern war. Und ein Heft, ein Magazin, auch von Mattel offiziell zu der neuen Animations-Kinderserie He-Man and the Masters of the Universe. Ja, dann gab es noch zu dieser eben gesagten Serie einen Stickerbogen. Ja, und es gab noch, man musste vorher bei dem Gewinnspiel, wie man halt am Gewinnspiel teilgenommen hat, musste man nicht nur schreiben, wieso man unbedingt hin möchte, sondern man musste auch die Größe, seine T-Shirt-Größe angeben, weil es war ein T-Shirt mit dabei. Ein offizielles Masters of the Universe 40 Jahre He-Man T-Shirt. Und guckt euch mal das an. Das ist so geil. Ja, meine Größe, ich habe es schon anprobiert, es passt mir. Ja, habe ich gut gewählt. Okay, Größe M, für den es interessiert. Finde ich richtig klasse. Und dann haben wir hier noch ein paar Beilagen drin, die hole ich euch auch noch mal raus. Die dürfen auch nicht zu kurz kommen. Wir haben noch mal Werbung zum Welt der Meister Magazin. Wir haben, was haben wir hier noch? Das Welt der Meister Magazin gibt es noch ein paar Aufkleber, die waren auch mit drin. Ja, hier Dolph Lundgren, der vor kurzem 65 geworden ist. Und das Hemanische Quartett, ich meine, das ist ein neues Logo. Ja, Hemanische Quartettkarte, live auf YouTube und natürlich halt überall, wo es Podcasts gibt, also Apple Music und Gott, ich weiß gar nicht, wie die anderen alle heißen. Und hier auch nochmal Planet Eternia, we love to motutain you. Ja, auch hier nochmal News, Videos, Podcasts, Lexikon, Reviews, Comic Area, Webstore, Online-Forum und vieles mehr. Und vielleicht dazu noch ganz kurz, die Jungs vom Hemanischen Quartett haben T-Shirts angehabt mit dem Konterfei eines von den Vieren jeweils drauf, auf der Rückseite ein toller Spruch drauf. Und diese T-Shirts bekommt ihr auch jetzt bei Planet Eternia, könnt ihr sie bestellen. Also wenn ihr da Interesse habt, den Sepp oder den Manuel, den Gordon oder den Michael auf der Brust zu tragen, könnt ihr das jetzt machen. Ja, schaut einfach mal bei Planet Eternia vorbei und bestellt euch so ein T-Shirt. Nicht total klasse. Das waren die Sachen, die ich mitbekommen habe. Wen ich auch noch vergessen habe, fällt mir gerade ein, es waren auch Synchronsprecher da von der Netflix-Animationsserie He-Man and the Masters of the Universe. Habe ich auch zu spät, beziehungsweise gar nicht mitbekommen, sondern erst am Ende. Ja, und habe denen leider keinen Besuch abgestattet. Finde ich sehr schade. Ich meine, ich kenne die Serie nicht, aber Synchronsprecher interessiert mich immer sehr. Ja, hoffentlich, dass ich euch noch mal wann anders da sehe. Also seht es mir nach. Ja, war keine Absicht, dass ich euch übergangen habe. Es war halt einfach so viel los. Wahnsinn. Jo, das waren meine Erinnerungen an den Tag in Bensheim. Ich blende euch jetzt nochmal zum Abschluss einfach ein paar Bilder ein, um die Stimmung nochmal so ein bisschen einzufangen. Ich hoffe, dass ich die ein bisschen eingefangen habe. Ja, ansonsten, ich habe ganz viele von euch auch kennengelernt. Ja, ich habe ganz viele von euch wieder getroffen. Seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht jeden einzelnen Namen aufrufe. Ich danke euch allen für die netten Worte, ja, für die netten Gespräche. Für die tolle Zeit, die wir miteinander hatten, neue Freunde kennengelernt. Die Community ist am Leben, ist lebendig wie nie, Leute. Ich finde es total klasse und ich hoffe, wir sehen uns alle demnächst wieder, sei es auf einer Convention, sei es auf irgendeinem Event. Ich würde mich so freuen. In diesem Sinne, Leute, jetzt kommen die Eindrücke. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.